Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hugo Show. Das heutige Thema ist Schweden ohne Bargeld und die Vor- und Nachteile von Bargeld. Mein Korrespondent Jonas hat nun die Möglichkeit, jemanden zu interviewen, die es geschafft hat, sich ohne Bargeld zu integrieren. Danke, Hugo. Nun, Lea, was denken Sie über das Leben ohne Bargeld? Also in Schweden gab es deutlich weniger Überfälle auf Banken, Busse, kleinere Geschäfte und auch Privatpersonen, da es weniger Geld im Umlauf gibt. Deswegen lohnt Raub sich nicht mehr so viel und ist auch sicherer. Naja, aber nun leben Sie ja in Deutschland und da brauchen Sie nun mal Bargeld. Stimmt, und ich muss auch zugeben, dass es auch schwierig sein kann, wenn ich dann in ein Geschäft gehe und nur Kreditkarte bei habe. Und jetzt empfangen wir unsere Gäste Ishan Hartika von der Fintech-Firma PayPal und Philipp Preisler aus dem Einzelhandelsverband. Unsere Gäste werden heute debattieren, ob es sinnvoll ist, nur noch online bezahlen zu können. Also Herr Preisler, was denken Sie? Nun ja, ich persönlich denke, dass die Abschaffung von Bargeld keinen Sinn hat. Natürlich wird die heutige Internetgeneration wahrscheinlich damit gut klarkommen. Aber was ist mit den älteren Generationen, mit den Senioren etc.? Was würde es für die bedeuten? Es wäre ein sehr großes Problem und eine sehr große Umstellung. Und was denken Sie von diesen Argumenten, Mr. Hartika? Well, I think that Mr. Preisler's arguments are completely reasonable. However, I'd also like to present the advantages of using credit cards. For example, in Sweden, a country which is considered a cashless society by most people, almost 80% of all transactions are paid with credit cards, really. It is also said that by the Handelsblatt that Sweden's money circulation has decreased from 109 billion krones to 78 billion krones, which is a 28.44% decrease. This shows how reliant they are now on paying with credit cards rather than normal cash. Heutzutage gilt Bargeld immer noch in Deutschland als offizielles Zahlungsmittel. Aber wenn dieses abgeschafft wird, können wir kein Geld mehr fest in den Händen halten und haben somit nur alles virtuell auf dem Girokonto. Sollte jetzt die Bank pleite gehen, fließt das Geld in die Insolvenzmasse ein. Und solange die Einlageversicherung vom Staat nicht greift, haben wir auch unser Geld nicht mehr. Well, I believe that despite this argument, it's still a fact that the management of cash is extremely expensive. For example, by banks, they need to print out money, they need to exchange it with other banks, they also need to transport it, and before they store it in other banks, the money needs to be inspected, just so they know if it's fake or not. And all these management and processes are extremely expensive and quite inefficient, in my opinion, compared to virtual transactions that can be done very smoothly. According to the Handelsblatt, the CEO of the Deutsche Bank has stated that because of the inefficiency of cash, in 10 years he believes that, we won't be using any more cash. We'll be using virtual cryptocurrencies. Some central bankers have also stated that because of the transactions with normal cash money, the interest rates in banks have also been affected quite badly. Also, another point that I'd like to make about the disadvantages of Ein using weiterer cash money. Aspekt für das Behalten des Bargelds ist, dass die Rate an Cybercrime, also Verbrechen im Internet, stark zunehmen würde, weil nur noch Geld virtuell erhältlich ist. Although this argument is true, it's still a fact that cash is quite untraceable because you can own a lot of cash without anyone knowing, really. This could apply to something like black money in India. So black money is where money is illegally funded on which income and tax aren't accounted for or aren't paid. And this was quite a terrible time for India because nobody knew who had extorted illegal money. And so it was really difficult to track down people with
illegally funded money. Moreover, it's also true that digital transactions hold a huge advantage over the drug market because they would find it really difficult to buy and sell their products without the state tracking down their transactions. Amazon has also created a new technology recently to make transactions smoother. This is due to the computer sensors they built that record customers buying products. The products are added or subtracted from the virtual card, depending on if the customer grabs the product or puts it back. As the customers exit from the shop, the transaction is immediately done and all the money is immediately transferred. This is highly convenient because it reduces the amount of queues needed in normal supermarkets, and there'll be no complaints from little kids, I guess. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. Wie Mr. Heidegger schon gesagt hat, gibt es verschiedene Wege, illegales Geld legal zu machen. Das folgende Video wird Ihnen erklären, wie die bekannteste Methode Geldwäsche funktioniert. Geldwäsche ist ein Begriff, der häufig mit Männern in dunklen Anzügen und Koffern voller Geld in Zusammenhang gebracht wird. Doch was ist Geldwäsche eigentlich? Warum wird sie eingesetzt? Und wie funktioniert das Ganze? Geldwäsche ist das Reinigen von Geld. Selbstverständlich geht es hierbei nicht um Geldscheine, die in den Matsch gefallen sind. Es geht um Geld, welches in Zusammenhang mit illegalen Tätigkeiten steht und durch Verschleierung den Anschein eines legalen Geldflusses erreichen soll. Vermögen, das durch illegale Aktionen wie Drogenhandel, Prostitution, Waffengeschäfte oder andere kriminelle Aktivitäten erworben wurde, kann nicht einfach bei der Bank eingezahlt und dann zum eigenen Vergnügen verwendet werden. Geldwäsche bedeutet, dass Geld, welches aus solchen kriminellen Aktivitäten stammt oder zur Finanzierung von kriminellen oder terroristischen Aktivitäten eingesetzt werden soll, den Anschein legalen Vermögens erhält. Es wird versucht, über Scheinfirmen die Herkunft des Geldes zu verschleiern und so zumindest einen Teil des schmutzigen Geldes in den normalen Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen. Namensgeber der Geldwäsche ist wohl der berühmt-berüchtigte Gangsterboss Al Capone, der zur Verschleierung der Herkunft seines Vermögens eine ganze Reihe von Waschsalons betrieben hat. Allerdings versäumte es Capone, für das nun gewaschene Geld die Steuern zu begleichen und wurde so später wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Die oben erwähnte Methode von Al Capone ist die klassische Vorgehensweise der Geldwäsche, die noch immer zur Anwendung kommt. Es sind natürlich nicht nur Waschsalons, die hier als Mantelgeschäft zum Einsatz kommen. Bevorzugt werden alle Geschäftsfelder mit einem nicht exakt nachvollziehbaren Waren- und Geldmengenfluss. Oftmals handelt es sich hierbei um Restaurants, Sonnenstudios, Reisebüros und Kneipen. In diesen Geschäften werden oft, trotz mangelnden reellen Geschäfts, die Einkünfte aus kriminellen Tätigkeiten als echte Umsätze verbucht. Diese werden dann ordnungsgemäß versteuert und so in legales Vermögen umgewandelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche bei einer neuen Folge der Hugo Show. Also Abschaffung von Bargeld, was findest du davon? Ich denke, dass es ist besser, Bargeld zu behalten. Und das ist, weil viele kleine Geschäfte akzeptieren Kreditkarte nicht und akzeptieren nur Bargeld. Und wenn die alle ändern muss, kostet das auch viel Geld. Ja. Okay, ich finde das auch. Und mit Bargeld ist es auch einfacher, um zu sehen, wie viel Geld man noch ausgeben kann.